Viele träumen von einem eigenen Haus. Immobilien mieten oder kaufen, das ist ein Thema, das viele beschäftigt. Die Frage ist aber auch aus einer Anlagesicht relevant. Es gibt aber noch eine alternative Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Und um die geht es im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. In der Welt der Immobilieninvestitionen gibt es verschiedene Wege, um vom Immobilienmarkt zu profitieren. Zwei der beliebtesten Optionen sind einerseits Direktinvestitionen und andererseits Beteiligungen an Real Estate Investment Trusts, sogenannte REITs. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Direkte Immobilieninvestitionen beziehen sich auf den direkten Kauf von Immobilien. Das kann für den Eigenbedarf sein, dann wohnst du selber drin. Oder du vermietest sie, dann redet man von Renditeliegenschaften. Das können Wohnhäuser sein, aber auch Immobilien für Unternehmen, zum Beispiel Verkaufsgeschäfte. Was sind die Vorteile von Immobilien aus finanzieller Sicht? Zum Beispiel gibt es steuerliche Anreize. Immobilieninvestitionen bieten verschiedene steuerliche Vorteile, wie der Abzug von den Hypothekarzinsen und den Kosten für den Unterhalt. Dann profitierst du von der Hebelwirkung. Durch die Verwendung von Fremdkapital können Investoren ihre Rendite steigern. Und es gibt eine generelle Wertsteigerung. Der Schweizer Immobilienmarkt ist seit vielen Jahren durch ein hohes Preisniveau und eine stabile Wertentwicklung gekennzeichnet. Das verfügbare Land ist begrenzt und die Nachfrage nach Wohnraum, besonders in der Nähe von urbanen Zentren, sehr gross. Außerdem bietet Immobilien einen Inflationsschutz. Lange Zeit hat das Grundprinzip gegolten, dass Sachwerte wie Immobilien vor Inflation schützen. Ist die Teuerung hoch und die Zinsen tief, steigen tendenziell auch die Immobilienpreise. Gleichzeitig sinkt der Realwert der Hypothekarschuld aufgrund der Geldentwertung. Aber dafür erzeugt die Hypothek auch ein gewisses Zinsrisiko. Direkt in Immobilien zu investieren, hat aber auch einen Nachteil. Der grösste Nachteil ist schlechte Diversifikation. Direkte Investitionen in eine oder eine Handvoll Immobilien führen zu einer starken Risikokonzentration. Einzelne Immobilienmärkte tendieren dazu, sich in Zyklen zu entwickeln. Wenn es in der Schweiz zu einer starken Korrektur der Immobilienbewertungen kommt, ist es wahrscheinlich, dass gleichzeitig auch die Schweizer Konjunktur korrigiert, mit entsprechenden Folgen für den Arbeitsmarkt. Dann treffen zwei Probleme gleichzeitig aufeinander. Beachten muss auch die Nachschusspflicht. Fällt die Bewertung der Immobilie unter einen gewissen Wert, fordert die Hypothekarbank eine teilweise oder vollständige Rückzahlung der Hypothek. Als Hypothekarschuldner haftet man dafür persönlich und unbeschränkt. Außerdem sind Immobilien zeit- und arbeitsaufwendig. Die Verwaltung von Immobilien erfordert Zeit und Engagement. Von der Instandhaltung über die Vermietung bis zur Lösung von Mieterproblemen ist das direkte Halten von Immobilien mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Dazu kommt noch das Thema Liquidität. Im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien oder Obligationen sind Immobilieninvestitionen weniger liquid und binden viel Kapital. Der Verkauf von einer Immobilie kann lange Zeit in Anspruch nehmen und zu zusätzlichen Kosten führen. Und zum Schluss noch etwas zu den Pendlerwegen. Die Schweiz hat 3,6 Millionen Arbeitspendler. Ein Nachteil ergibt sich auch, wenn du selber drin wohnst. Wer eine Immobilie kauft, zum selber drin wohnen, bindet sich an einen Wohnort. Bei einem Wechsel vom Arbeitsort ist man als Mieter flexibler. Es gibt eine Anlageklasse, mit der man ohne diesen Nachteil in Immobilien investieren kann. Sogenannte Real Estate Investment Trusts oder abgekürzt REITs sind spezielle Anlageinstrumente, die es Anleger ermöglichen, in Immobilien zu investieren, ohne direkt selber Immobilien zu kaufen. REITs fungieren als Kapitalgesellschaften oder Trusts, die in verschiedene Arten von Immobilien investieren und regelmäßige Erträge aus Mieteinnahmen und Immobilienverkäufen generieren. In der Schweiz kommen auch Immobilienfonds zur Anwendung. REITs sind zwar schwankungsanfällig, da sie vor allem empfindlich auf Zinsanstieg reagieren. Dafür korrelieren Immobilien in der Tendenz positiv mit der Inflation, bieten also einen gewissen Schutz vor Inflation. Mit REITs hast du aus einer Investitionssicht die meisten Vorteile vom direkten Immobilienbesitz, aber ohne die Nachteile. REITs sind grundsätzlich liquid, gut diversifiziert, haben wie Aktien einen Fremdkapitalhebel ohne Nachschusspflicht und machen keine Arbeit. Sie eignen sich als Portfolio-Beimischung,
da sie relativ geringe Korrelation zum Anleihen- und Aktienmarkt aufweisen. Für REITs ist zudem in den meisten Ländern festgelegt, dass sie mindestens 90% vom Gewinn unmittelbar an die Aktionärinnen und Aktionäre auszahlen müssen. Das macht sie als Dividendenpapier interessant. Bei TrueWealth setzen wir darum REITs, respektive Immobilien-ETF, in unsere Anlageportfolios ein. Investierst du in Immobilien, lieber direkt in Einzelobjekte oder über REITs? Das würde mich interessieren. Schreib mir eine E-Mail oder hinterlasse mir einen Kommentar. Mit dem bis zum nächsten Mal.